Heute gibt es viel zu zeigen und zu erzählen über Richards MOBA. Also nach dem Intro geht's sofort los. Bleibe daran! Hallo und herzlich willkommen bei Richards MOBA. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen an die Neuzuschauer und natürlich auch an die rückkehrenden Zuschauer. Heute gibt es eigentlich ganz viel zu tun. Ich habe Verschiedenes gemacht die letzte Woche. Allererstens zeige ich mal einen kurzen Neuzugang. Ich habe einen Schiebeplanwagen von Märklin bekommen. Ich habe auch wieder ein paar Gleisverbinder bekommen und ja, was noch mehr? Oh ja, und auch noch ein paar Decoder wieder für die Weichen und auch für Licht im Schattenbahnhof. Also was wird es heute geben? Ich habe mal kurz eine Liste aufgeschrieben. Neue Zugänge habe ich gezeigt. Also ein Bauupdate wird es heute sein. Diesmal nicht kurz und knackig, diesmal ein längeres Feature-Film. Es geht wieder um Gleise und Mittelleiter bei mir im Schattenbahnhof. Ich bin wirklich vorangekommen und das zeige ich euch dann gleich. Ich habe die ersten Spanten gesägt und auch platziert und die ersten Testfahrten im großen Schattenbahnhof habe ich auch erledigt und da zeige ich dann euch, wie das mir vergangen ist. Also nach dem Film bin ich gleich wieder zurück. Viel Spaß beim Zuschauen. Es hat eine Weile gedauert, aber es ist endlich schönes Wetter hier in den Niederlanden. Viele Modellbahnen treten ins Sommerloch, ich fand aber endlich Zeit, um meine Spanten draußen im Garten zu sägen. Am Anfang fand unser Hund Colin es sehr interessant, aber doch schnell ging er im Schatten liegen. In Video Nummer 4 habe ich gezeigt, wie ich die Spanten alle gezeichnet habe, alles mit schönen Rundungen, und hiermit kannst du dann das Resultat sehen. In einem Tag habe ich 25 von 46 Spanten ausgesägt. Die andere Hälfte werde ich sägen, sobald mein Schattenbahnhof tatsächlich fertig ist. Danach kam dann der Zeit, um die ersten Spanten auf meine Anlage aufzubauen. Dies geht einfacher zu zweit, vor allem weil es das erste Mal ist, dass ich dies mache. Meine Frau Niki hat hiermit fleißig geholfen. Für die Befestigung der Spanten benutze ich einfachen Holzleim und da wo Kreuzverbindungen sind, haben wir die dann auch noch verschraubt. Die verschiedenen Löcher, die du siehst, habe ich so gesägt, dass ich da noch durchgreifen kann, falls nötig. Alle anderen Löcher sind selbstverständlich für die Trassen. Und so sehen die B- und C-Segmente dann in Detail aus. Dies ging hinsichtlich doch einfacher als gedacht, deswegen bin ich am nächsten Tag wieder selber weitergegangen. Da diese Spanten nicht zusammengeschraubt werden, habe ich hier ein wenig extra Beschwerung benutzt, sodass es richtig hart und stark austrocknet. Dabei schiebe ich dann auch sofort die Trassenteile rein. Die liegen jetzt noch lose und werden dann später befestigt mit Holzleim und Schrauben. Da die Gleise immer noch auf dem 5 mm dicken Gummi liegen, erwarte ich hier keine großen Scharbrücken. Das rechte Teil kennt ihr schon. Ich habe wieder ein paar Meter neues Gleis verlegt. Du kannst hier sehen, das ist noch ohne Mittelleiter, also das liegt noch nicht so lange da. Da steht noch der Forumszug. Ich habe hier dann um die Kurve gearbeitet und dann wieder da ganz hinweg, sodass ich mindestens bis zu Ende da schon Gleise habe. Naja, es wird schon was. Das nächste, nochmal die Gleise hier vorne und dann auch drumherum die Kurve und weiter und weiter und weiter. So. Nachdem das der Zwischenstand war, bin ich wieder weitergegangen mit meiner Gleisverlegung. Aus 2 Gleisen werden dann auf einmal 3 Gleisen. Was ich dir noch unbedingt zeigen wollte, ist, wie ich diese Messingdraht-Mittelleiter in die Kurven verlege. Hierfür benutze ich diese Pinchen jede paar Zentimeter. Ich verkürze die Messingdrähte nicht. Dies ist nämlich nicht notwendig. Da ich die Messingdrähte genau passend verlege, bleiben die in der Kurve liegen mit Hilfe dieser Pinchen. Die definitive Lösung folgt dann mit Hilfe von Sekundenkleber jede paar Zentimeter.
So, das war viel Arbeit heute und harte Arbeit, viel Zeit benutzt hier an der Modellbahn. Eigentlich sind die meisten der Gleise verlegt, nur das äußerste Gleis muss noch gemacht werden. Also da muss noch ungefähr 8 Meter Schattenbahnhofsgleis muss ich verlegen. Ich habe auch ganz viele Kabelarbeiten gemacht heute. Mit der Leiter verlegt, deswegen stehen da auch noch die Pinchen da rein, um das alles fertig zu machen. Also ja, erst heißt es jetzt noch ein bisschen aufräumen und dann können wir danach mal versuchen, wie die Züge fahren. Also bis gleich. Da die ersten Testfahrten nicht unbedingt zu 100% laufen, zeige ich es dir nochmal im Zeitraffer. Ganz viele Zeitraffer in diesem Video, aber naja. Leider hatte ich doch ein paar Entgleisungen mit diesen Tankwagen hinter meinem Baureihe 185, vor allem in die S-Kurve im Gegenuhrzeigersinn. Extra Infos dazu sind, dass die Fahrtrichtung im Betrieb nur im Uhrzeigersinn sein wird. Ich hatte dann noch ein paar Testfahrten mit 3 Kühlwagen gemacht und dann war es fertig. Als letztes Teil für dieses Video zeige ich dir noch eine Echtzeitfahrt mit meiner Baureihe 628 Dieseltriebzug. Diese ist abgesehen von einer Baureihe 152 meinem ältesten Schätzchen aus ca. 2002. Ich habe sie modernisiert mit LED-Innenbeleuchtung und bestückt mit Preiselines. Sie hat noch eine alte FX 6090 Decoder. Entschuldigung fürs Gewackel, ich wollte dies eigentlich nochmal machen, aber... Und leider war damit der Decoder zunichte. Ich habe nochmal gefragt, was passiert ist. Leider, die ging gar nicht mehr. Es gab noch Licht, aber die hat weiter nichts mehr gemacht. Ich habe den Lok danach aufgemacht, gesucht nach den Fehler und es war ein Kabelbruch, aber am Motor. Also ich habe die dann wieder daran gelötet. Versucht zu sehen, ob die dann wieder etwas Fahrbetrieb machen konnte, aber nee, da war gar nichts. Zum Glück hatte ich noch einen extra Decoder rumliegen, die habe ich schon, vor 3 oder 4 Jahren mal gekauft und die war eigentlich auch prädestiniert für diese Triebzug. Also ich habe die dann eingebaut, das war mein erster Umbau und jetzt fährt sie dann wieder so. Also liebe Leute, das war dann mein Bauupdate für diesen Monat. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wenn du noch bisher dran bist, dass es dir gefallen hat. Bitte einen Daumen hoch, wie immer, und einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Ein bisschen Feedback kann ich immer benutzen. Ich arbeite weiter. Hoffentlich sind dann die nächsten Schritte die letzten paar Meter Gleise, Schattenbahnhofsgleise und dann die Rampe hoch. Ich habe noch ein paar kurze Themen vor, aber die werde ich dann posten, sobald die fertig sind. Also mach's gut. Hab einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Richard Smober. Mach's gut, ciao!